Du verdienst endlich echtes Geld, richtig? Und was machst du? Du machst sofort diesen einen absolut fatalen Fehler. Du upgradest exakt die falschen Dinge. Versteh mich nicht falsch, nicht weil das neue Auto, die teure Uhr oder diese wahnsinnig schicke Wohnung im Zentrum an sich schlecht wären, sondern weil fast niemand da draußen den Unterschied zwischen einem Upgrade kennt, das dich wirklich auszahlt, und einem Upgrade, für das du einfach nur dein hart verdientes Geld verbrennst. Die bittere Konsequenz daraus: Du schuftest jahrelang weiter, die Zahl auf deinem Bankkonto wird zwar irgendwie größer, aber dein Leben bleibt exakt dasselbe miserable Hamsterrad. Ganz ehrlich, du siehst vielleicht reicher aus, aber du fühlst dich keinen Deut freier. Wir gehen heute in dieser Analyse zusammen eine extrem präzise Liste von 13 Upgrades durch, die ich recherchiert habe und die man absolut sofort durchführen sollte, sobald Geld da ist. Manche davon werden dich vermutlich komplett überraschen. Aber die eigentliche, ungemütliche Wahrheit, die wir ganz am Ende dieser Erklärung entdecken werden, ist das 14. Upgrade. Das ist das einzige Puzzleteil, das wirklich dafür sorgt, dass der ganze restliche Reichtum überhaupt noch einen Sinn ergibt. Ohne dieses 14. Upgrade ist alles andere buchstäblich wertlos. Also pass auf, lass uns direkt eintauchen. Wir starten mit Teil 1, die teure Illusion des Aufstiegs. Alles beginnt nämlich mit einem fundamentalen Rahmenwerk, das wir erst einmal verinnerlichen müssen. Jedes einzelne Upgrade, das du in deinem Leben kaufst, zahlt dich in genau einer von 2 Währungen zurück. Es gibt keine dritte Option. Währung Nummer 1 ist das harte Geld. Du gibst Geld aus und es kommt messbar, greifbar mehr Geld zu dir zurück. Wir können das auf den Cent genau in einer Excel-Liste berechnen. Währung Nummer 2 nenne ich dein Leben. Du investierst und die Rendite ist ein besserer Schlaf, ein glasklarer Kopf, mehr Zeit mit deiner Familie oder ein Körper, der mit 70 Jahren noch reibungslos funktioniert. Diese Rendite taucht auf absolut keinem Kontoauszug auf, ist aber absolut real. Weißt du, was der fundamentale Fehler ist, den so viele chronisch gestresste Gutverdiener machen? Sie pumpen Unsummen in komplett falsche Lebensupgrades, einfach nur, um nach außen hin produktiv und erfolgreich zu wirken. Und währenddessen lassen sie das harte Geld, also die kostenlose, garantierte Rendite, einfach ungenutzt auf dem Tisch liegen. Schauen wir uns also direkt Währung 1 an, das harte Geld. Starten wir mit dem wohl teuersten Gegenstand, den du aktuell besitzt, während du höchstwahrscheinlich denkst, er wäre der sicherste Ort der Welt. Dein Girokonto oder das komplett unverzinsliche Tagesgeld. Schauen wir uns mal kurz an, warum das psychologisch völlig plausibel wirkt, aber in der Realität krachend scheitert. Ein Standard-Girokonto zahlt dir im besten Fall fast gar nichts. Gleichzeitig steigen aber die Preise um dich herum. Wenn wir jetzt mal mit einer langfristigen, ehrlichen Inflation von 3% pro Jahr rechnen und du nimmst 10.000 Euro, die du einfach nur auf dem Girokonto liegen lässt, was passiert dann? In einem einzigen verdammten Jahr radiert die Inflation still und leise 300 Euro deiner echten Kaufkraft aus. Du hast diese 300 Euro nicht für irgendwas Schönes ausgegeben, sie sind einfach in Luft aufgelöst. Puff, einfach weg. Aber diese kleine jährliche Verdunstung ist noch nicht mal das eigentliche Problem. Der alles entscheidende Punkt sind die Opportunitätskosten. Also die Frage, was hätte dieses Geld in der gleichen Zeit tun können? Hättest du dieselben 10.000 Euro nicht auf dem Girokonto verrotten lassen, sondern zu einer langfristig modellierten Marktrendite von ganz entspannten 7% investiert, sieht die Welt völlig anders aus. Nach 30 Jahren wird aus diesen einmaligen 10.000 Euro eine Lücke von gewaltigen 64.500 Euro. Versteh das mal. Es sind dieselben 10.000 Euro Startkapital. Die eine Version lag still und verlor jeden Tag an Wert, die andere Version wuchs zu etwas heran, das dir problemlos ein ganzes Jahr deines Ruhestands auf Bali finanzieren könnte. Die Lösung dafür kostet dich exakt 10 Minuten deines Lebens. Beweg das Geld, das du nicht als echten Notgroschen brauchst, sofort dorthin, wo es arbeitet. Kommen wir zum nächsten Upgrade beim harten Geld. Und das ist ein Mechanismus, den wir speziell hier im Dachraum viel zu oft ignorieren. Dein Arbeitgeber bietet dir höchstwahrscheinlich vermögenswirksame Leistungen, kurz VL, oder einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, der BAV, an. Übersetzen wir das mal aus diesem todlangweiligen Beamtendeutsch in die Realität. Das ist ein Chef, der zu dir kommt und dir anbietet, dir kostenloses Geld in die Hand zu drücken. Unter der einzigen Bedingung, dass du selbst auch einen winzigen Teil sparst. Wenn dein Arbeitgeber deine Einzahlung verdoppelt, ist das eine 100%ige Rendite. Sofort. Bam. Bevor das Geld überhaupt am Markt investiert ist. Es gibt absolut kein legales Investment auf diesem Planeten, das dein Geld in der Sekunde verdoppelt, in der du es investierst. Ganz ehrlich, wer so ein Angebot ablehnt, hasst Geld. Das illustriert auch wirklich brillant, wie absurd teuer Bequemlichkeit in unterschiedlichen Lebenslagen sein kann.
Wenn du auf einen eigentlich bescheidenen Zuschuss von, sagen wir, 2.000 € pro Jahr verzichtest, sind das über die Zeit nicht einfach nur ein paar tausend Euro, die dir fehlen. Modellieren wir das mal wieder über eine 30-jährige Karriere mit 7% Zinseszins. Du lässt gerade leise und heimlich rund 189.000 € auf dem Tisch liegen. Überleg mal. Das ist der Preis für ein verdammtes Haus, den du einfach so aus dem Fenster wirfst, nur weil du keinen Bock hast, das HR-Portal deiner Firma zu öffnen und ein Formular auszufüllen. Es ist das reinste, extremste finanzielle Upgrade auf dieser gesamten Liste. Und es ist für dich absolut gratis. Bevor wir jetzt das Spielfeld komplett wechseln, meine ganz ehrliche Frage an dich, weil mich das wirklich interessiert. Welchen dieser finanziellen Renditekiller hast du aktuell eigentlich noch am Laufen? Verrottet dein Geld immer noch auf dem Girokonto oder lässt du ernsthaft den Arbeitgeberzuschuss liegen? Schreib mir das mal kurz unten in die Kommentare. Es ist nämlich jedes Mal faszinierend zu sehen, wo bei den meisten Leuten das absolut härteste Geld im Alltag einfach so liegen bleibt. Okay, kommen wir zu Währung 2. Dein Leben. Hier wechseln wir jetzt die Währung komplett aus. Wir gehen weg von Geld. Ab hier gibt es keine Excel-Tabellen mehr, die dir Renditen vorrechnen. Diese Upgrades zahlen dir etwas viel Grundlegenderes zurück, nämlich pure Lebensqualität. Fangen wir mit deinem Bett an. Überleg mal, du verbringst ein verdammtes Drittel deiner gesamten Existenz darin. Dennoch geben die meisten Menschen ungelogen mehr Geld für ihr Smartphone aus, als für die Matratze, auf der sie 8 Stunden pro Nacht liegen. Und das ist absurd, denn Schlafmangel verstört messbar deinen Fokus und dein Urteilsvermögen am nächsten Tag. Eine Matratze, die dich wirklich stützt und echte, dichte Verdunkelungsvorhänge sind völlig unsexy, ja? Aber der Effekt ist massiv. Und genauso sieht es im Rest deiner Wohnung aus. Toleriere einfach nicht länger diesen niedrigen, nervigen Hintergrundlärm von kaputten Dingen. Du weißt genau, was ich meine. Die klemmende Schublade, das flackernde Licht im Flur, der tropfende Wasserhahn. Es kostet fast gar nichts, das zu reparieren, aber es entfernt diese konstante, unbewusste Reibung an exakt dem Ort, an dem du dich eigentlich erholen sollst. Wenn das Geld im Monat nicht mehr extrem knapp ist, ist besseres Essen das logischste Upgrade überhaupt. Und ich rede hier nicht von irgendeinem komplizierten Diätquatsch oder Superfoods, sondern von simplen, hochwertigeren Zutaten. Du bist eine Einkommensmaschine und das Essen ist dein Treibstoff. Was du mittags in dich reinschüttest, diktiert zu 100% deine Energie und Konzentration um 17 Uhr nachmittags. Ein weiterer absolut faszinierender Aspekt ist deine Garderobe. Und pass auf, das hat wirklich rein gar nichts mit Eitelkeit zu tun. Die Psychologie nennt das Enclosed Cognition. Das bedeutet, was du trägst, verändert buchstäblich, wie du dich selbst wahrnimmst und wie du auftrittst. Ein paar wenige, sehr gut sitzende Kleidungsstücke zu besitzen, in denen du dich absolut souverän fühlst, ist ein massives Lebensupgrade für dein eigenes Mindset. Du ziehst dich nicht für andere an, du ziehst dich für deinen eigenen Kopf an. Das bringt uns zu einem ganz heiklen Thema, die unsichtbaren Renditekiller und der Vermögensschutz. Hier bauen wir jetzt nämlich eine Brücke zurück zum harten Geld, die die meisten völlig übersehen. Denn ein einziger wirklich schlechter Nachmittag kann ein ganzes Leben harter Arbeit komplett ausradieren. Und das ist genau der Teil, wo die Finanzindustrie dich gnadenlos abkocht. Also Klartext. Wenn du eine Familie hast oder Verpflichtungen, brauchst du eine Risikolebensversicherung, Punkt. Wenn du stirbst, zahlt diese Versicherung eine feste Summe an deine Liebsten. Keine Investments, kein Schnickschnack. Das kostet im Dachraum vielleicht 10 bis 20 € im Monat für eine $500.000 Absicherung. Aber was versuchen diese tollen Makler stattdessen immer anzudrehen? Die gute alte, irrsinnig teure Kapitallebensversicherung. Das ist ein extrem toxisches Bündel aus einer Versicherung und einem wahnsinnig schlechten, intransparenten Investment, das dich ein Vielfaches kostet und dem Berater seine Provision sichert. Die eiserne Regel lautet, trenne Versicherung und Investment immer. Und wo wir schon dabei sind, hol dir eine verdammte Privathaftpflichtversicherung mit extrem hoher Deckungssumme. Für ein paar läppische Dutzend Euro im Jahr kaufst du dir eine unüberwindbare Firewall zwischen einem dummen, winzigen Unfall und deinem gesamten privaten Vermögen. Hier ist noch so eine typische Annahme, die immer wieder rumgeistert. Reiche Leute haben alle einen Steuerberater, also brauche ich offensichtlich auch einen. Bullshit. Wenn du ein ganz normaler Angestellter mit einem Standardgehalt und dem normalen Freibetrag bist, ist ein Steuerberater reine, absolute Geldverschwendung. Eine gute 30-Euro-Software aus dem Netz erledigt das absolut perfekt für dich. Aber, und das ist wichtig, es gibt einen ganz klaren Kipppunkt. Sobald dein finanzielles Leben auch nur ein bisschen komplexer wird, sagen wir Firmenanteile, ein Nebengewerbe, eine Vermietung oder komplizierte ETF-Depots, ändert sich die Mathematik brutal. Ein wirklich guter Steuerberater findet dann nämlich legale Wege, die keine billige Software jemals vorschlagen würde und spart dir ein Vielfaches seines Honorars ein.
Ab diesem Punkt ist der pures, hartes Geld wert. Aber eben erst ab diesem Punkt, vorher nicht. Gehen wir weiter zum Preis der Produktivität und deiner mentalen Bandbreite. Wir nähern uns langsam der finalen Erkenntnis, doch zuerst müssen wir über den mit Abstand größten Hebel für deinen Vermögensaufbau sprechen. Investiere in deine eigenen Fähigkeiten. Und nein, wir reden hier definitiv nicht von noch einem ellenlangen, teuren Masterstudiengang, sondern von ganz gezielten, unglamourösen Zertifikaten, Software-Skills oder Kommunikationstrainings. Die Regel hierfür ist unfassbar simpel. Wenn die Weiterbildung sich innerhalb von 2 Jahren durch ein höheres Gehalt selbst abbezahlt, machst du es, ohne nachzudenken. Ein gezielter Kurs kostet dich vielleicht 2.000 €. Er ermöglicht dir im Job eine Beförderung mit 10.000 € mehr Gehalt im Jahr. Du hast die Kosten extrem schnell wieder drin. Und da Gehaltssprünge permanent sind, bringt dir diese eine kleine Investition über eine 25-jährige Karriere eine 250.000 € ein. 250.000 € für 2.000 € Einsatz. Das ist ein ROI, den dir absolut keine Aktie und kein Kryptocoin der Welt jemals garantieren wird. Aber, und das vergessen die meisten, mit mehr Gehalt und mehr Verantwortung im Job kommt unweigerlich ein neues Problem auf uns zu. Die unsichtbare To-Do-Liste. Diese nervige Administration des Alltags, die permanent in deinem Hinterkopf rattert. Wäsche, putzen, einkaufen. Das ist der exakte Moment in deinem Leben, in dem du anfangen musst, dir mentale Bandbreite zurückzukaufen. Eine Reinigungskraft einzustellen oder eine hochwertige Kochbox zu abonnieren, macht dich nicht faul. Das ist ein völliger Irrglaube. Du kaufst dir damit schlichtweg deine eigene unbezahlbare Aufmerksamkeit zurück, um sie genau den Menschen oder den Projekten zu geben, für die du in diesem Moment wirklich präsent sein willst. Das ist eine knallharte Investition in die Währung Leben, deren Rendite du jeden einzelnen Tag massiv spüren wirst. Diese beiden Punkte hängen direkt mit der mentalen Bandbreite zusammen und sie bewahren dich vor der größten Falle überhaupt. Schau mal, ein Leben, das auf dem Papier wirklich perfekt aussieht, ein toller Job, ein volles Konto, ein schickes Auto, alle Boxen abgehakt, kann sich innerlich trotzdem komplett leer und erschöpft anfühlen. Hobbys und die eigene Fitness sind fatalerweise meistens die allerersten Dinge, die sofort gestrichen werden, wenn wir im Job beschäftigt sind. Es ist ein riesiger Fehler. Eine Mitgliedschaft in einem wirklich guten Gym, vielleicht ein Personal Training ab und zu oder einfach das beste Equipment für dein absolutes Lieblingshobby zu kaufen, bewahrt dich davor, mit 50 komplett auszubrennen. Nimm deine Hobbys verdammt nochmal so ernst wie deinen Job. Sie sind der essentielle Puffer in deinem Leben, der verhindert, dass das Hamsterrad dich irgendwann völlig zermalmt. Und das bringt uns jetzt zur wahren Erkenntnis. Das 14. Upgrade. Wir haben jetzt 13 krasse Upgrades durchgesprochen, vom Girokonto bis zur mentalen Bandbreite. Dein Einkommen steigt, dein Alltag funktioniert wie eine Maschine. Aber die ultimative Wahrheit, der Preis, den ich dir am Anfang versprochen habe, ist, keines dieser 13 Upgrades hat auch nur ansatzweise einen echten Wert, wenn du diesen 14. Schritt ignorierst. Das 14. Upgrade sind gemeinsame Erlebnisse mit den Menschen, die du liebst. Ich weiß, das klingt auf den ersten Blick fast schon ein bisschen kitschig, aber dahinter steckt ein eiskalter, unbarmherziger psychologischer Mechanismus, der sich hedonistische Adaption nennt. Wenn du dir ein extrem teures Objekt kaufst, sagen wir das 100.000 € Auto, von dem du immer geträumt hast, dann ist das genau einen Monat lang aufregend. Danach ist es einfach nur noch das Auto, in dem du morgens genervt im Stau stehst. Du gewöhnst dich vollständig daran, während die Kiste draußen in der Einfahrt massiv an Wert verliert. Erlebnisse funktionieren psychologisch exakt umgekehrt. Der verrückte Trip mit Freunden, das fantastische Abendessen, der Ausflug mit den Kindern, diese Dinge verrosten nicht. Sie werden zu Erinnerungen und Erinnerungen verblassen nicht durch Gewöhnung. Im Gegenteil, sie werden mit der Zeit in unserem Kopf oft noch wärmer und wertvoller. Und genau das ist der ultimative Fehler, den so verdammt viele vermögende Menschen da draußen machen. Sie kaufen ständig irgendwelche physischen Dinge, verbuchen sie dann krampfhaft als Investment, einfach nur um vor sich selbst kein schlechtes Gewissen zu haben und ignorieren dabei völlig die wahren Erlebnisse. Die Wahrheit, die wir aus all dem hier ziehen müssen, lautet, du musst deine Freude nicht durch die Sprache der Rendite reinwaschen. Hör auf damit. Hol dir das harte Geld bei den ersten Upgrades. Nimm die Zinsen mit, nimm das kostenlose Arbeitgebergeld, maximiere dein Gehalt durch deine erlernten Fähigkeiten. Alles cool. Aber tu all das nur, damit du danach völlig ohne Schuldgefühle das Geld für die Lebenswährung ausgeben kannst. Für echte, unverfälschte Erlebnisse. Ruf es genau als das aus, was es ist.
Es ist kein verdammtes finanzielles Investment, es ist der eigentliche, wahre Sinn deines Reichtums. Eine wirklich robuste Denkweise für deinen Vermögensaufbau bedeutet also unterm Strich, beide Währungen ganz bewusst zu spielen. Wer immer nur verbissen dem harten Geld hinterherrennt, endet als sehr reicher, aber extrem einsamer und gestresster Mensch im perfekt ergonomischen Bett. Und wer nur wild konsumiert, wacht irgendwann völlig pleite auf. Spiel beide Seiten. Jetzt, wo wir die ganze Mechanik zusammen entdeckt haben, welches dieser 14 Upgrades gehst du als erstes an? Wirst du dir heute noch das kostenlose Geld vom Arbeitgeber sichern oder kaufst du dir vielleicht diese Woche direkt ein Stück mentale Bandbreite zurück? Lass es mich jetzt in den Kommentaren wissen, das interessiert mich wirklich. Setz diese Strategien um und wir sehen uns bei der nächsten Analyse.